Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gereference-Kanal. In der heutigen Referenzen-Episode schauen wir uns ein paar Tarnmuster, außergewöhnliche wie gewöhnliche an, die bei Sondereinheiten der Polizei zu sehen sind. Ja, dann starten wir mal mit dem ersten Bild. Und zwar haben wir hier das Sondereinsatzkommando Bayern im Einsatz in München, was erstmal weg vom Camo, beziehungsweise auch Camo, aber hier sehen wir eine schöne Steyr AUG mit einem schönen Paintjob. Aber es soll hier erstmal um die Helmbezüge gehen. Und zwar sind das so Halbschalen-Helmbezüge, also so Hipscore-mäßig im AOR2, was sonst halt primär bei der US Navy, da speziell nochmal bei den Navy SEALs getragen wird. Ich weiß, dass damals, als sie das erste Mal aufkam, auch so ein Bericht in einem Forum war, dass es da sehr wahrscheinlich Helmbezüge sind, die so ein bisschen aus dem asiatischen Raum kommen, die dann damals so verfügbar waren. Andere Helmbezüge in dem gab es gar nicht und AOR 2 Material, meine ich, also ist ja auch immer eigentlich noch so, ist ja auch noch so restricted, ähm, dass die vielleicht irgendwo mal so dazugekauft wurden. Wer da vielleicht mal was gehört hat oder noch weiß, die Diskussion damals hat mich nicht so doll interessiert, weil es halt so super, das heißt super, aber ein modernes Zeug ist. Deswegen bin ich da nicht so genau mitgegangen. Ich fand es halt auch nur ganz spannend, dass sich da die Polizei für das AOR2-Muster beim Helmbezug entschieden hat. Scheinen auch noch so Helmbezüge in so Einheitsgröße zu sein. Wir sehen, dass die hier ganz unterschiedlich abschließen. Was anderes gab es halt damals auch nicht, als die gerade neu auf den Markt kamen und sich erstmal so der asiatische Markt darauf einstellen musste. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die vom Hersteller mitgeliefert wurden, weil ich glaube, die hätten sich Mühe gegeben und einen passenden Helmbezug für den Helm mit rausgehauen. Genau. Aber hier schon relativ modern. Ja, Klamotten will ich jetzt gar nicht so super ins Detail gehen. Ist, glaube ich, auch hier sieht ziemlich nach Lindnerhof-Taktik aus. Auch die Ausrüstung, die Sätze sind ja auch alles Lindnerhof-Taktik. Bin ich mir aber auch nicht zu 100% sicher. Ähm, Gehe ich aber einfach mal von aus, dass die Anzüge nämlich dementsprechend auch von Lindnerhof sein werden. Also die Taschen etc., die auf jeden Fall, das erkennt man sofort wieder. Auch verschiedene Gürtel und so. Mehrzwecktasche, also das ist, sieht man halt sofort. Ne? Hier schön Safari-Lindholster, auch wieder mit Aufnahme für das Licht. Hier hinten haben wir noch richtig schön oldschool so ein, so ein Drop-Leg von Blackhawk. Sieht so aus, als ob das die Version ist, wo man auf der Vorderseite so eine Flashbang-Tasche hat und auf der Seite hinter der Doppelmagazintasche. Ist auch ein älteres Modell, aber viel bei der Polizei im Einsatz. Ja, jetzt drifte ich schon wieder vollkommen ab. Eigentlich ging es um den Helmbezug hier in AOR 2. Hier das gleiche nochmal. Hier sehen wir es auch. Der Polizist hier, ach, wieder also ich weiß nicht, früher fand ich diese Bullpup-Design immer ultra hässlich und weiß, also ultra hässlich. Ähm, Ich muss aber sagen, das AUG seit einiger Zeit hat mich irgendwie gekriegt. Finde ich jetzt eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier auch wieder so ein Polizeiding, ne, mit zwei Pistolen, unterschiedliches Setup, noch die Schrotflinte hinten drauf und dann eben ja, die Lindnerhof-Geschichte, wie man es kennt. Aber hier ist auch noch irgendwie so ein Schild mit dran. Kann ich gar nicht sagen, wo ist das? Weil es halt auch in München ist, wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass es die gleiche Weste ist. Könnte aber natürlich auch mal wieder was anderes oder vielleicht noch älteres sein. Genau. Aber auch hier nochmal nämlich schön in der Seitenansicht. Ähm, Hier auch auf einem Bobscore Fast, dem normalen Highcard, nicht dem maritimen Highcard, der AOR2 Helmbezug. Auf jeden Fall Patches zum Thema Bayern ist auf jeden Fall vorhanden anscheinend. So, dann hier ein recht kleines Bild, aber zwar ist das ein Taucher der Grenzschutzgruppe 9, supergeil mit der MP5 SD. Ist tatsächlich von GSG 9, war auf deren Seite mal veröffentlicht. Hier mit so einem 3D Leaf Suit und so einem ja, Realtree Boonie Head. Halt auch nochmal was ganz anderes bei den Polizeikräften. Das dürfte das SEK
Bremen sein. Zwar hier auch eine ganz coole Kombination, auch hier schon die, ja, Mähler oder Lindenhof, ja, am Ende denn dahinter steckte, ist schwierig zu sagen, wer den über welche Firma das quasi gelaufen ist, je nachdem, wann die eingeführt wurden. Aber früher hat natürlich Lindenhof die ganzen Sätze gemacht. Hier, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, das ist der Centurio 05 Helm, meine ich, von Ulbrichts Witwe. Das ist ja auch der Helmhersteller für die Polizei, da stoßen wir die ganze Zeit wieder drauf. Und hier habe ich nämlich mal die Besonderheit, wir kennen das ja noch vom alten Helm, vom AM95 Helm, den sehen wir auch noch. Die hatten fast immer auf jeden Fall einen Flecktarn Helmbezug mit dabei. Dass hier in Bremen sich auch wieder für Flecktarn entschieden wurde. Eigentlich auch ganz spannend, ist halt natürlich auch da so ein polizeitypisches Ding, was die Helme angeht, aber dass die Helme immer oder oftmals so einen Tarnbezug haben und dann gerade 'n Flecktarn, fand ich auf jeden Fall irgendwie spannend. Also, warum man das so macht, klar, es gibt auch schwarze Helmbezüge dafür, und sonst sieht man die Leute ja eher selten in Tarnung, dass es irgendwie 'ne Tarnuniform in Flecktarn oder sowas gibt. Das ist ja 'ne gewisse Ausnahme, kommen wir aber auch noch zu. Hier haben wir Bilder aus Hamburg, vor Kurzem, als es da die Geiselnahme auf dem Flughafen ging. Und zwar haben wir hier so viel krassen Scheiß, den wir uns angucken können. Da haben wir gleich noch mal 'ne andere Ansicht, aber wir gehen jetzt erst mal hier vorne auf den, Polizisten ein. Und zwar trägt der einen russischen Bars Gorka 3 Anzug. Die gab's vor 'n paar Jahren auf eBay Kleinanzeigen, ja, für 'n recht guten Kurs. Jetzt natürlich super schwer zu kriegen, aber die wurden hier mal angeboten und, deswegen war es relativ easy, da ranzukommen. Und hier hat der Polizist sich wohl eben für so einen Anzug entschieden. Hm, der Kamerad dahinter nicht weniger spannend. Jacke, Smog kann man nicht genau erkennen, aber es sieht so 'n bisschen Multicam Tropic aus, wenn ich ehrlich bin. Aber Hose Pencott Green Zone. Die, ja, Knieschoner, es gibt auf jeden Fall so ein Neoprenmodell von Blackhawk. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen, aber die kann man, glaube ich, sogar noch kaufen. Kann sein, dass die mit der Zeit verändert haben. Und hier über das Schuhwerk, ich glaube, wir sehen es auf einem anderen Bild gleich besser, 'ne Socke übergezogen. Das macht man auch, ja, bei Scharfschützen, Fernspiel oder allgemein Aufklärungsaufträgen, um eben das Schuhprofil so ein bisschen zu verschleiern. Und hier oben drüber auch wieder so 'n Realtree Leaf Überwurf. Ob das auch das Modell ist, was, dienstlich geliefert bei den Scharfschützen der Bundeswehr ist, kann ich nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall, auch dort vertreten. So, hier noch mal die Rückansicht. Hier sehen wir noch mal schön den, Überwurf von hinten und, okay, wenn das hier die Jacke ist, könnte es natürlich die Jacke oder Smog auch sein, dass es tatsächlich auch Pencott ist. Hier sieht man's ja 'n bisschen besser. Auch hier noch mal die Hose. Hier kann man sehr schön, es wird sogar fast drauf wetten, dass das die alten Bundeswehr-Wollsocken sind, so wie die aussehen. Genau, hier vorne der Kamerad mit dem, Gorka-Anzug noch mal. Ja, dann haben wir hier einen Polizisten, der so 'n bisschen Surplus wahrscheinlich trägt, und zwar die ganz normale dienstlich gelief oder die ältere dienstlich gelieferte Gore-Tex-Jacke der Bundeswehr hier mit den Klettflächen für die Dienstgrad, hier vorne fürs Namensschild. Ich glaube, erkennt auch jeder, der mal bei der Bundeswehr war, der diese Jacke gehabt hat. Das ist halt so dieses ganz, klassische die ganz klassische Gore-Tex-Jacke der Bundeswehr einfach. Und auch hier ist es wieder Flecktarn. So, hier, sehr schönes Bild, und zwar von 2 SEK Scharfschützen, hier mit 'ner Einsatz-Kampfhose, die es auch so bei der Bundeswehr gibt natürlich. Die Geräteweste, so heißt es oft bei der Polizei, dass diese ganz normalen Molle-Überwurfwesten sind. Darunter 'n Snackpack oder eben die alte Version, die, dienstlich gelieferten Version der Sleeker-Jacke vom britischen Militär. Ich glaube aber, dass es eher die Snackpack-Version ist, die jetzt ein bisschen heller ist im Licht, im Blitz so. Ähm, und die halt auch wendbar ist, ne? Auch 'ne super Jacke, muss man eigentlich haben. Ja, hier haben wir noch 'ne ganz kleine Flecktarnkomponente. Und zwar ist das die Dip beziehungsweise Snooze Pouch von Lindenhof Taktik. Die gab es mal 'ne Zeit auch auf der IWA, jetzt wo grade wieder IWA ist, ich glaube, ich war
2014 oder was, 2013 da gab es die auch am Stand, da habe ich mal eine geschenkt bekommen. Da ist nämlich auch das Label außen dran. Hätte ich jetzt natürlich gut zeigen können, aber dann musste ich die Tasche erstmal so. Hier drüben haben wir noch einen Eberle-Stock-Rucksack fürs Scharfschützengewehr, sehen wir hinten auch, wie weit das runtergeht. Ja, und hier noch im Zubehör das Dreibein mit der Auflage fürs Gewehr und noch ein Stuhl zum Sitzen. Ne, Arbeit soll ja auch Spaß machen und bequem sein. Ja, hier haben wir es nämlich nochmal von der Seite, die Aufnahme, sehen wir auch hier nochmal ganz schön dieses orangene ähm, ja, Label von Lindner Taktik. Hier mal was Älteres, das hieß in der Beschreibung, dass es GSG 9 ist, bin ich mir nicht zu 100% sicher, aber super spannend, so ein schönes Oldschool-Bild mit einem kleinen Schild dabei. Hier tragen alle auch wieder Safari, hier tragen auch alle wieder Safariland. Auf der anderen Seite auch wieder eine Beintasche von Blackhawk sehr wahrscheinlich. Kennt man ja mal ganz gut an den Stoppern und wie der Aufbau hier so ist. Ähm, genau, und dazu noch so eine alte Überwurfweste. Ich habe leider kein Bild gefunden, wo man die noch mal von vorne sieht. Mich hätte super interessiert, ob da noch Magazintaschen dran sind oder so, aber es ist leider recht wenig daran zu erkennen. Hier sieht es aus, als ob der Polizist hier oben noch Handschuhe mit sich führt. Und hier haben wir nämlich den alten AM95-Helm und auch hier schon mit dem Flecktarnbezug. Ansonsten ja die üblichen Polizeiwesten. Gerade Polizei, das ist halt, was Ausrüstung angeht, immer Ländersache. Da ist alles unterschiedlich. Da gibt es manchmal lokale Hersteller, da gibt es manchmal diesen einen großen wie Lindner, wo viel gekauft wird. Das ist manchmal recht schwer, gerade bei diesen alten Westen zu sagen, von wem die wirklich dann sind. Deswegen, da bin ich auch nicht der Experte, bin ich ganz ehrlich. Polizei und Law Enforcement ist ja immer so ein Nebending von mir. Hier aber noch ganz schön, richtig schön Klett und eben auch diese Kletttaschen zum Anbringen. Finde ich eigentlich auch immer ganz cool, wenn man sich diese Oldschool-Sachen anguckt. Hier das Bild, was gerade schon mal kurz eingeblendet war, und zwar vom SEK Baden-Württemberg. Hier der komplette Anzug Pencott Green Zone von UFPRO oder UFPRO. Ich glaube, UFPRO sagen die immer. Ähm, kennt jeder, sehen wir gleich nochmal von der Seitenansicht, da sieht man es nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, da kann man sogar das Label sehen mit dem, ich meine, das ist denn die Version für die Polizei vom G28, welches auch die Bundeswehr nutzt. Hier jetzt noch eine FX-Patrone, die gerade rausgeht. Ja, Helm, so Mich-Style, sage ich mal. Ob es das Modell von Ulbricht ist, die haben das auch ein bisschen kopiert, kann man hier nicht genau erkennen. Aber wir haben hier auch so eine Visieraufnahme vorne an der Rail dran, dass man hier noch ein Visier zu benutzen kann eigentlich, ne? Genau, Weste, was er drunter trägt, Schwertsaum oben drüber. Hier ist auch wieder so Tasche, könnte auch wieder Lindenhof sein, auch das System hier. Aber da ähm, sieht man gerade ein bisschen zu wenig. Aber primär hier sehr schön, dass hier mal so ein ja, exotisches Tarnmuster im Einsatz ist, was man nicht so oft sieht. Hier nochmal die gleiche Person noch im Hubschrauber. Hier sehen wir es nochmal ganz schön von den Farben her. Das ist wieder Salomon Quest 4 wahrscheinlich Schuhe. Äh, in beige dann, ne? Normalerweise sind die durch den Regen, sie regnet gerade, sind die ein bisschen dunkler jetzt hier auf dem Foto und die anderen hier noch in schwarz hinten drin. Genau. Hier nochmal am Seil mit seinem Buddy. Hier sehen wir nochmal Arc'teryx Knieschoner. Hier auch schon ein neueres Modell vom Safari-Land Holz. Davon haben wir nochmal die alten gesehen. Die haben diese breitere Aufnahme hier mit der etwas dünneren. Genau. Hier das Frontteil sieht auch schon wieder so krass nach Lindenhof aus, dass da so gebaut wurde. Aber dafür die Magazintaschen wieder nicht. Ja, schwierig zu sagen, aber eigentlich will ich doch gar nicht drauf. Eigentlich wollte ich nur wegen den Tarnmustern hier so ein bisschen reingucken. Aber noch ganz schön, muss ich nochmal erwähnen, der Petzl, Handschuhe zum Fastropen, gebe ich auf jeden Fall einen Daumen hoch für. Ich mag die beigen lieber, aber schwarz natürlich auch in Ordnung. So, hier mal wieder was ganz anderes. Hier sehen wir es schön. Hier haben wir Modelle von Ulbrichts Witwe, die in der Titan-Ausführung sind. Also die
auch die anderen Helme von vorhin, also das, der gerade eben war, so ein Kevlar-Helm von den Jungs in Green Zone. Da glaube ich eher nicht, dass der von Ulbrichts Witwe ist. Kann aber auch sein, ich weiß nicht, ob die auch Kevlar verarbeitet haben. Aber primär haben die halt immer diese Titanhelme wie den Centurio und den AM95 hergestellt und eben auch jetzt so moderne Designs wie hier. Und hier hinten sehen wir nämlich auch das System, wo man das Ganze nochmal festmachen kann. Das ist so ein typisches System von dieser Firma. Ja, hier tragen beide Angehörigen Multicam. Hier auf jeden Fall zu sehen, auch gut das Schild, UFPro, also auch hier dieses UFPro Combat Jet. Ey, wenn ich jetzt immer wechsle, tut mir das auf jeden Fall leid. Ich kann mich gerade im Kopf noch nicht auf eins einigen, ob ich jetzt UF Pro oder UFPro sage. Was ich hier noch ganz spannend fand, das hier sieht halt aus wie irgendwie so ein Stück Geweih oder sowas, was da vorne mit drin ist. Also weiß nicht, ob man mit dem noch jemand absticken kann im Notfall, aber sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Auch hier Laminatmaterial, das dürfte auch zu fast 100% Lindenau-Plastik sein, ne? Multikaliber-Taschen so. Genau, aber Multicam hier auch schon mal wieder was Moderneres. Gleiche Situation, weiß nicht, ob das die gleichen Beamten sind, aber hier hat man es nämlich nochmal ganz gut gesehen an der Seite. Hier auch bei einer Übung, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch in Hamburg, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. U4 Hochbahn Hamburg, HVV, jawollo. Hier hinten Kameraden vom GSG 9, auch hier Multicam, aber eben Fast-Opco-Modelle in diesem Multicam-Muster, also ohne Helmbezug, sondern direkt, wo das so ja, drauf geprägt ist. Die tragen sowieso Lindenhof-Taktik, das ist ja ähm, gut bekannt, gerade was die Plattenträger etc. angeht. Auch Cry Precision, ob denn hier noch was von einer anderen Firma bei ist, dann immer schwer zu sagen, aber die waren auf jeden Fall auch mit Cry Precision Uniform ausgerüstet. G36C sieht man ja auch nicht so oft, na gut, bei der Polizei schon ein bisschen öfter, aber auch ganz cool. Gut, aber dann gucken wir mal hier vorne wieder auf die Dudes. Und zwar haben wir hier wieder Kencott Green Zone von UFPro. Ich bleibe jetzt bei UFPro. UFPro. Äh, Hier ganz gut zu erkennen. Ich glaube, die Hose kennt auch jeder hier vorne mit diesem Kniebereich. Die haben ja also einmal für ihre Polizisten den vollen Satz, ansonsten auch die Steingrau, Olivausrüstung, auch das sieht alles wieder sehr, sehr nach Lindnerhof aus. Hier drum haben wir auch wieder ein G36C wahrscheinlich. Ähm, Vorne auch. Also auch eine ganz, ganz coole Kombination. Der trägt hier noch irgendwie ein Halstuch, vielleicht ein DPM oder ein Woodland Farbton. Hier werden mal die Befestigungen der Rails für die Staubschutzbrille genutzt. Ansonsten hängen die Rails ja auch meistens einfach nur dran, weil sie dran sind und das heutzutage immer irgendwie so da ist. Genau. Hier auf jeden Fall mal ein deutlich mehr los. Ja, jetzt haben wir hier mal so einen Oldschool-Klassiker und zwar mit dem alten Teak PSH 77 Helm, auch ein Titanhelm und zwar mit dem ganz normalen alten BGS Sumpftarnmuster. Also jetzt kein Mo, was aus der Reihe tanzt, sondern so war der Helmbezug damals. Es gibt, ich meine, das ist dieser oder ein recht ähnlicher Helm, noch einen anderen Helmbezug. Da sehen wir auch noch mal ein bisschen was von. Leider habe ich davon kein Bild in einer größeren Auflösung finden können, wo man das noch mal genau sieht, aber da gehen wir dann drauf ein. Also hier ein ganz altes Bild von der GSG 9, haben wir gleich ein paar mehr, wo man die noch mal ganz gut sieht. Hier auch mit dem integrierten Rechtsatz. Die Russen haben das Modell kopiert als Altin und ein paar andere Versionen, aber diese Teak-Helme waren auch, sie haben sogar bis in die DDR geschafft und in sämtliche Länder waren diese Helme auf jeden Fall im Einsatz in Jugoslawien und auf dem Balkan, überall findet man diese Helme, Schweiz. Ne? Aber gut, sind dann abgelöst worden von den neueren Modellen. Das Bild habe ich nochmal mit reingenommen, weil wir hier eine ganz schöne äh, Waffenauswahl haben. Und dann hier noch mit dem Siegsturmgewehr, hier oben kein Visier drauf, eine leichte handliche Taschenlampe. Äh, Hier irgend so ein Rotpunkt, ich glaube, das ist so eine Laserpunktoptik und hier nochmal die dicke Maglite unten am Handschutz. Fand ich einfach cool. Auch hier haben wir nochmal die schönen Sumpftarn-Helmbezüge. Ja, jetzt mal wieder ein Gruß aus der Surplus-Kiste. Ähm, Hier auch den Centurio-Helm, den wir vorhin beim SEK Bremen gesehen haben. Diesmal aber eben mit diesem schwarzen Bezug. Hier noch so eine, also das ist auf jeden Fall nicht Lindenhof-Taktik, aber so eine ordentlich fette Oldschool-Weste. Ja, aber ich habe
ja öfter auch mal mit Leuten vom Sondereinsatzkommando oder so zu tun gehabt, bei Fortbildung etc. Ähm, wenn man halt gesagt hat, Alter, krass, was ihr da für große Westen habt, die haben die auch gesagt, ja gut, aber wir fahren halt mit dem Bulli vor, steigen aus und gehen im besten Fall 10 bis 20 Meter und dann, ne, dann lieber mehr Schutz, denn das ist natürlich verständlich. Aber so macht schon ordentlich was her. Ja, aber was haben wir hier? Und zwar einfach eine Woodland Hot Weather BDU-Hose. Also das ganz normale Modell der US-amerikanischen Streitkräfte, wie es halt noch die ganze Zeit benutzt wurde, wird hier beim Einsatz wieder benutzt. Jetzt weinen wir alle noch mal eine Runde, wie sich die Preise verändert haben. Restaurante Pizza 1,99. Das ist auf jeden Fall ist auch schon Euro-Zeiten hier. Leerdammer 1,55 Euro. Ist ganz schön günstig gewesen. Stereo Maxi King 99 Cent. Weiß nicht, was die Scheiße jetzt kostet. Zuckerkacke, ne? Hm. Naja, gut. Hier vorne noch der Hundeführer. Keine geile Ausrüstung. Der hat halt eine coole Daddy-West. Äh, und das war's. Hier hinten wird ja so eine coole Hip-Hop-Jeans getragen mit Seitentaschen oder so. Aber weiß ich auch nicht. Ja, muss halt zum Style passen, ne? Gut, jetzt haben wir hier nochmal ähm, was Spezielles. Und zwar haben wir auch hier den Centurio-Helm. Und das ist ein Helmbezug, den hat man damals ganz oft gesehen. Ich weiß nicht, wann die den rausgebracht haben, aber das ist Multicam des Todes, ne? Also das sieht ja so speziell aus. Das sieht man immer bei diesen alten Helmbezügen im Multicam. Ich weiß nicht, ob das damals so ein Rechteproblem war oder ob die gesagt haben, okay, wir nehmen irgendwas, was man stofftechnisch zur Verfügung hat, oder wir brauchen halt auch einen Stoff, der feuerfest, flammenfest, wie auch immer ist, weil die ihre Vorgaben haben und da gab es halt irgendwie nur das und die haben das anfertigen lassen. Aber das Multicam, das geht ja schon in die Richtung Tropic, aber auch nicht so richtig. Ja, ja, ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch Leute, die finden es geil. Ich weiß nicht, mich hat das irgendwie immer äh, angetriggert, dass das so ein komischer Farbton ist einfach. Aber okay. Hier vorne sehen wir auch hier, dass bei diesen Rails diese Visiere direkt mit dran sind. Ich meine nämlich auch, dass man die auch hier bei diesem Helm über die Schienen abnehmen kann. Haben wir bestimmt auch nochmal ein Bild. Habe ich auf jeden Fall öfter schon gesehen, dass die dann nicht genutzt werden. Hier vorne schon mit Nachtsicht, Geräteaufnahme und auch hier wieder alles höchstwahrscheinlich Lindner Hochschulschutz. Die ganzen Sätze für die verschiedenen Polizeieinheiten. Ne? Das hatten wir schon in ähnlicher Form vorhin, das brauchen wir nicht nochmal. Ah, hier. Hier ist das Bild, was ich meinte mit den anderen Helmbezügen. Und zwar haben wir hier noch eine Mischung mit den, das ist auch nicht der PSH 77, meine ich, das ist schon irgendwie ein Nachfolgemodell, was ein Vollvisier hat. Der PSH 77 hatte ja noch so ein Titanschild. Oder hatten die auch schon mit beschusssicherem Glas nur? Hm, bin ich mir gerade nicht sicher. Wir haben hier auch eine Mischung an Helmen, ob das verschiedene Polizeieinheiten sind, schwer zu sagen. Aber das Muster, ich, jetzt so ein bisschen wie so ein belgisches Pattern, so ein älteres, daran hat mich es immer erinnert. Und es gibt auch ein Foto davon, wo man es ist nicht so dieses Jigsaw, glaube ich, sowas, was die vorher noch hatten. Das kann man halt sehr schwer nur erkennen. Ähm, und es gab mal ein Bild, wo ein Polizist drauf war, halt direkt schön im Profil. Das habe ich aber einfach nicht wiedergefunden, weil auch die Google-Suche mich zu nichts geführt hat. Wir haben gleich noch mal eins, wo man die Kante davon sieht. Hier bei einer Geiselnahme in einem Bus in Köln, meine ich, war das. Äh, ja, hier erstmal noch mal ein GSG 9 Taucher und hier mit einem Tiger Stripe Uni. Hätte vorhin schon das Modell gesehen. Ähm, ja, in diesem Realtree, wie auch immer, welche Version das gerade ist. Hm, hier eben in Tiger Stripe. Swimmer Headset, genau, auch MP5SD mit EOTech und wieder so ein Laminatplattenträger. Hier nochmal von der Seite ein Polizist der GSG 9. Hier sehen wir nochmal die Helme, was ich vorhin schon gesagt habe. Fasthelm mit diesem Multicam-Pattern direkt drauf. Und richtig geil natürlich, wenn man so einen Neckgaiter hat und dennoch in Six Color Desert. Also das ist schon eine coole Kombination auf jeden Fall, ne? Hier auch mal wieder so 'n G36C.
Ist auch mal ganz geil in dieser Polizeinummer mit diesen speziellen Schulterstützen fürs Visier und so. Macht auch ordentlich was her, muss ich sagen. Ja, hier, das liegt, glaube ich, so ein bisschen an 'nem Filter oder so, der da drüber liegt, weil hier sieht das Multicam genauso komisch aus wie bei den Helmbezügen. Oder es ist tatsächlich so, weil dann wüsste man nämlich, woher das kommen würde, weil das ist, auch wieder die UFPRO, habe ich mich drauf, UFPRO-Hose und irgendein Oberteil. Und hier wirkt es nämlich auch wieder wie das andere Multicam 'n bisschen special, kann aber auch an 'nem Filter liegen oder so. Weil ich weiß nicht, ob GoPro mal irgendwie ein anderes Multicam benutzt hat. Irgendwie so, weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, wie immer, wenn jemand irgendwas weiß, wenn ich was falsch gesagt habe, ihr was besser wisst, wie auch immer, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich wette, es gibt viele unter euch, die tiefer in dem Polizeithema drin sind als ich. Ich wollte ja eigentlich auch nur so ein bisschen auf die unterschiedlichen Tarnmuster eingehen, aber ich verrenne mich hier die ganze Zeit schon wieder. Hier haben wir die Helmbezüge von vorhin in so einem OD-Grünton, aber hier sehen wir die Nancy und auch die trägt Realtree, ne? Man muss das ja auch leben, das ganze Thema, ne? Wenn die Leute, denen man vorgesetzt ist, et cetera, die auf einen aufblicken sollen, dann kommt man natürlich auch nicht mit irgendwas, sondern trägt Realtree mit Blüten. Sieht man dann wahrscheinlich auch in bestimmten Bereichen schlechter. So, hier haben wir was ganz Spezielles. Hier hinten wieder den Centurio mit schwarzem Helmbezug, aber hier vorne Multicam, Oberteil, sieht so ein bisschen wie Massive aus, diese Ellbogenschoner, kann aber von der Auflösung her recht schlecht, kann auch so ein irgendwas anderes sein von einem deutschen Hersteller, ähm, Leo-Kühler, 75 Tactical oder so, wobei, die haben die in der Unterhandtasche, das 75 Tactical, ja, aber ich weiß nicht, ob doch, die ist oben angenäht. Aber egal. Hier noch Multicam, Handschuhe, Mechanics und wir haben einen Bundeswehr-Helmbezug und darunter, ich würde sagen, das ist der normale Bundeswehr-Gefechtshelm, das Modell von Schubert 286. 288 müsste der falsche Megahelm sein. Hier aber schon mit dem neuen Hinriemensystem. Also ich glaube, das ist auch noch ganz kurz in der Bundeswehr eingeführt worden. Ich habe das nur noch gesehen zur Endzeit, wo ich noch mal da war, dass das bei Springerhelm umgerüstet wurde. Genau. Aber hier ein äh, Lindnerhof Taktik Generation 5 Plattenträger oder ein Vierer, könnte auch sein. Hier noch nicht so gut zu erkennen. Genau, aber den haben wir gleich nochmal im Gesamten. Und zwar haben wir hier noch ein paar Leute mehr. Hier auch Einsatz-Kampfhose, alle beide. Hier vorne dürfte auch eine Einsatz-Kampfhose sein. Und dann noch ein Flecktarn zum Multicam-Oberteil und eben den Helm. Und hier sehen wir den Helm auch nochmal bei den Polizisten. Steht Polizei dran, sind keine Soldaten. Ist tatsächlich, auch wenn die Waffe so ein bisschen so aussieht, aber es ist tatsächlich Polizei. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen besser. Hier der Hubbard-Helm mit dem neuen Suspension System. Ähm, Würde ich nie auf den Knopf ausgelöst wird, nicht so wie bei dem alten mit Zusammendrücken. Aber eben das Modell 826 habe ich viel bei Polizei gesehen. Hier noch eine Aufnahme, ich glaube, für GoPro. Ähm, genau. Hier auch der Lindenhof Taktik. Es ist denn auch eine spätere, nicht der Vierer, würde ich sagen. Das ist schon der Fünfer, glaube ich. Müsste man noch mal ein bisschen mehr im Detail sehen, um das genauer sagen zu können. Ähm, ja, Oberteil hier in so Oliv. Das sieht so ein bisschen vom Ellbogen her gerade aus wie das Ding im Multicam. Wir sehen nur nicht die Tasche oben. Wüsste ich jetzt aber so auch nicht. Hier ist ein Schild dran. Wenn es jemand weiß, bitte wieder gerne in die Kommentare. Ja, Klett wurde genutzt für das SEK-Abzeichen. Hier vorne nochmal. Hier dürfte Oberlandarm sein. Dann ist hier nochmal so ein Smiley-Patch drauf. Also, ne, das ist wieder jemand, der, wenn man weiß, dass man Klett hat, dann kann man es auch benutzen. So, hier hinten auch wieder so sehr stark Lindenhof-lastig natürlich. Genau, und eben in Lektan. Ja, hier haben wir mal wieder sehr wahrscheinlich Surplus beim Sondereinsatzkommando. Hier mal wieder ein kurzes EOTech 551. Ich glaube, hier sieht aus, als ob er eine Flasche drin hat mit einem Verschluss oben. Aber es wird wahrscheinlich eine Pistole sein.
Ist unwahrscheinlich, dass da eine Schnapsflasche oder sowas drin ist. Aber hier nochmal so eine Oldschool-Polizeiweste, ne, die Doppelclips für die Magazine und eben 'ne richtig schön DPM-Smog da drunter. Welche genaue Version aus welchem Jahr, schwer zu sagen, ist das ganz normale DPM-Smog der Briten. Also hier auch mal wieder Surplus im Einsatz. Ja, hier auch wieder eine schöne Kombination. Ich weiß gar nicht, ob das Berlin war? Ich glaube, das war Berlin. Hier sehen wir schon direkt Lindenhof-Taktik, allein die Breacher-Tasche fürs Werkzeug, kennt man, Medic-Pouch, Multikaliber-Taschen, hier ist viel zu sehen an dieser Aus hier sehen wir auch schon schön, wie das so ein bisschen ausgenudelt ist, dieses Laminat. Deswegen bin ich auch nicht so der größte Laminat-Freund. Soll zwar trotzdem ewig halten, aber na ja. Ja, Uniform, hard to say, aber hier drüben haben wir auch wieder ordentlichst Multicam und dazu noch eine schwarze Mütze von LMS Gear. Die machen nicht nur schwarz, da gibt es zum Beispiel auch Multicam Tropic und andere Farben bei Mützen. Ich weiß jetzt nicht, ob bei meinem Gesicht ein Schatten ist, deswegen setze ich die Mütze mal wieder ab. Äh, aber da kann man immer mal vorbeigucken. Die haben natürlich auch sehr geile Jeans. Ja, hier hinten haben wir noch ein paar Multicam-Taschen, die hier angebracht sind. Äh, sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus und, gut, Multicam hatten wir jetzt schon mal bei der Polizei, aber ist auch so eine Tarnung, sieht man ja auch nicht so oft, weil mit Masse ist es eben Quarz oder so ein Ranger Green, Green, Steingrau, whatever die Farbe jetzt im Endeffekt ist. Hier haben wir noch mal 'nen Kubat-Helm und hier sehen wir es, schön im Seitenprofil. Ob das jetzt SEK ist oder MEK oder stand jetzt natürlich, nichts in der Bildbeschreibung, aber das hier sieht noch so ein bisschen nach dem alten Verschluss nämlich aus. Und diese Sturmhauben sind natürlich immer der absolute Renner, sieht man immer aus wie jemand, der einem helfen will auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja, hier, das habe ich mir reingenommen, auch von 'ner GSG 9. Die tragen auch oder haben auch auf jeden Fall die normalen Gruppenshirts der Bundeswehr, aber hier ist nämlich noch mal so eine Beintasche von Blackhawk, hier 'ne modernere Version oder 'ne andere, die nur die, Taschen mit Klett hat. Gibt's aber auch noch mal mit 'nem Fastex-Verschluss hier wie hier und hier dann noch mal für 'n, Doppelmagazin. Die haben wir vorhin immer schon mal von der Seite gesehen, aber nie, ganz drauf, deswegen habe ich die noch mal mit reingenommen. Hier die Klamotten, hier drüben wieder Hufpro und hier auf der anderen Seite soll schon die Bekleidung von Carinthia im Einsatz sein und eben auch hier in Flecktarn. Hat man ja auch noch nicht so oft gesehen, aber gut, gerade bei der Polizei kann man da natürlich dann sich sowas noch mal gut dazu kaufen, wenn das gestattet ist. Ist auch ein recht aktuelles Bild. Es war auch so eins, wo ich das erste Mal die Carinthia, ja, Kampfbekleidung quasi in Action gesehen habe. Sehr gut. Gekleckert habe ich auch noch. Ja, kann auch nicht alles sein. Ah, hier, und zwar, hier ist der Helmbezug, von dem ich gesprochen habe. Das Modell, was man so schlecht erkennt. Und hier sieht von den Farben her sieht schon wieder so ein bisschen aus wie ähm, das Jigsaw von den Belgiern. Hier hinten nochmal der Helmbezug mit dem normalen BGS Sumpftarn. Und ansonsten sehen wir hier halt nochmal wieder diese typischen Eagle Industries, Blackhawk Westen und wer auch immer alles die noch hergestellt hat. Ich würde sagen, hier in dem Fall ist es 'ne Eagle-Version oder vielleicht auch eine lokale Produktion, das kann natürlich auch mal sein, die die nachgebaut haben, eine Geräteweste und dann eben in dieser EOD-Version mit den Utility Pouches und den Magazintaschen dann hier drüben die Grappi dabei, auch eine wunderbare Waffe. Äh, hier eine kleine Besonderheit. Ach so, hier haben wir noch mal sogar einen schwarzen Helmbezug. Also, hier trägt jeder was anderes, ne? Habe ich gerade ganz vergessen. Dass hier die bei der normalen Granatpistole haben wir so 'n Stück, was hier runtergeht von der Schulterstütze, hier auch noch mal hier oben, hier bei der Polizeiversion nur unten. Das müsste das SEK Brandenburg sein. Hier haben wir noch mal 'n anderen Helmschnitt. Hier drüben dann einmal das Modell mit, Flecktarnbezug. Dahinter wieder der AM95 mit Schwarz, aber diesmal hier eine Schutzweste in Flecktarn. Das haben wir nachher noch mal in 'nem etwas besseren Bild, aber ich habe auch nicht rausgefunden, wer die Weste hergestellt hat. Die Taschen sieht
ziemlich nach very old school Tactical Tailor oder früher Phase Lindenhof Taktik aus, die damals schon mal so eine Weste für die Polizei gemacht haben. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Hier haben wir einen Beamten der GSG 9 und zwar im Wüstentarndruck der Bundeswehr, also dem Wüstentarn-Lecktarn. Ist auch schon lange bekannt, dass die das tragen, hat man schon bei verschiedenen Competitions gesehen. Da wurde dann auch von Saber Kleidung getragen etc. Und die haben das eben auch dienstlich geliefert bei sich hier in der Wüste. Genau, und hier haben wir mal das Cover von der Kommando, jetzt, früher hieß immer Kommando drauf, irgendwann dann KISOM Nummer 1 2010. Die habe ich auch, ist auch eine tolle Ausgabe. Und hier sehen wir ganz schön den Scharfschützen-Smog der Bundeswehr und die Scharfschützenhose der Bundeswehr im Einsatz. Ähm, und das ist nämlich, meine ich, auch ähm, ist das auch also hier steht auch die erste GSG 9, also ich glaube, das war auch ein Teilnehmer von der GSG 9, die das hier getragen haben. Geil natürlich auch noch, diese Netzkopfhauben. Gerade erst wieder ein paar alte Kataloge bekommen. Da sind die noch drin. Der Ultrahammer. Eigentlich muss ich sowas noch mal kaufen. Genau. Beim Wettkampf, das ist das Coole bei diesen Kommandomagazinen, waren die öfter bei diesen Wettkämpfen und haben Fotos gemacht. Da sieht man dann immer mal relativ viel Polizei mit irgendwelchen Besonderheiten. So, und hier nochmal das SEK Brandenburg. Hier oben mit einer Lucy-Helmhalterung, ist aber nicht die Lucy, ich glaube, das ist die Version mit nur einer Seite zum Durchgucken. Da bin ich aber auch nicht so firm. Also irgendjemand ist hier sicher Nachtsichtgeräten-Spezialist, der kann das runterschreiben. Schöne Petzl Taktika XP. Helmleuchte. Achso, hier sehen wir auch nochmal das neue äh, Gurtsystem in dem Helm, Peltor Comtech 1. Und hier eben diese, ja, komische Weste in Plecktarn. Keine Ahnung, wer wie was. Aber eben diese Tasche ist so eine klassische Tactical Tailor Tasche, die Magazintaschen auch. Ob das vielleicht auch einfach nur dazugekauft wurde, könnte auch sein. Da bin ich mir auf jeden Fall nicht sicher mit MP7. Ja, Schrotflinte, Pistole noch. Da geht auf jeden Fall einiges. Ja, hier nochmal ein anderes Bild, auch aus der KISUM habe ich einmal abfotografiert. Hier sehen wir nochmal den Halsschutz und hier eben auch nochmal die Funkgerätetasche. Ist auch so typisch Tactical Tailor Design, aber man weiß es eben nicht genau. Jo, und das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, wenn ihr noch was gesehen habt, wenn ich was vergessen, wie auch immer, schreibt's gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einer anderen Episode. Bis bald. Ciao.